Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur Sei kritisch Folge Nummer 8. Ihr habt die Nachricht wahrscheinlich schon gehört. Gestern hat sich in Amerika in Minnesota ein School-Shooting ereignet, wo 2 Kinder gestorben sind und 17 wurden verletzt an einer katholischen Schule. Und die Nachrichten sind gerade voll damit, aber was die Nachrichten gerade versuchen zu machen, ist das auf eine rechte Ideologie zu schieben, obwohl es definitiv keine rechte Ideologie ist, und das möchte ich euch mit diesem Video beweisen. Das ist der Schütze Robert Westman, 23 Jahre alt, sehr wichtig, 23, ne, die okkulte Zahl, 23 Jahre alt, er schießt an katholischer Schule 2 Kinder, 17 weitere werden verletzt. In den USA sind 2 kleine Kinder während eines Gottesdienstes in einer katholischen Schule erschossen worden. 17 Menschen seien zudem verletzt worden, teilte der Polizeichef der Stadt Minneapolis, Minnesota, Brian O'Hara mit. Bei dem Großteil davon soll es sich um Kinder handeln. Der Schütze habe sich bisherigen Ermittlungsstand danach selbst auf dem Parkplatz vor der Schule das Leben genommen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter alleine handelte. Bei dem Amoklauf handelt es sich um eine linkspolitisch motivierte Tat. Übereinstimmende Berichte von US-Medien und Journalisten auf sozialen Medien zufolge soll es sich bei dem Täter um die biologisch männliche Transgender-Person Robert Westman handeln. Dieser habe vor seiner Tat ein Manifest hinterlassen, in dem er sich auf seine Diskriminierung als Trans-Person bezog. Und hier sehen wir ihn. Das ist Robert Westman und das ist eines der verstörenden Videos, die er auf seinem YouTube-Channel und auf seinen Social Media hochgeladen hatte. Und da seht ihr ja klar, sein Feind ist auch das Christentum gewesen, was ich einfach nur perplexer finde, und da werde ich die Situation in Amerika sowieso nie nachvollziehen können, ist, dass man es so einfach hat, an Waffen zu kommen in Amerika. Also das ist ja wirklich nicht mal eine Kunst, weil schaut euch mal an, ein 23-Jähriger, wie voll geladen der ist, mit was für heftigen Waffenformen. Das sind ja keine 9 Millimeter oder so, sondern du hast ja hier richtig schon heftiges Kaliber, ne? Ja, und dass eine Trans-Person, die so eine Tat gemacht hat, vollzogen hat, gestört ist, wissen wir. Und seine gestörte Art kommt nochmal zu Vorschein, indem er die ganzen Magazine hier beschriftet mit sarkastischen und rassistischen und Memes. Vor allem Memes, voll viele Racial Slur Memes sind drauf gelandet. Also, weiß auch nicht, was für ein kaputter Mensch das sein muss. I'm the Woker Baby, why so curious? Fuck you, eat shit. I love you. Ein Herz. Where's your God? Get clapped. Fuck this world. Vape God. Also schon wirklich kaputte Sachen, die er hier raufgeschrieben hat. Was interessant ist, er schreibt halt auf sein Magazin For the Children. Also das, was er macht, ist für die Kinder. Und wir sehen das Symbol, und das habe ich euch in der Folge Nummer 2 im Pizzagate-Video mal erklärt gehabt. Dieses Symbol ist gleichzeitig auch dieses Schmetterlingssymbol und steht eigentlich für die Liebe zu Kindern. Das machen diese ganzen Pädo-Okkultisten, ne, in ihren Videos oder in ihren, was weiß ich, die haben immer irgendwo im Hintergrund diese Symbole. Und das beste Beispiel war ja dieses Komet-Pizza. Wenn ihr die Thematik noch nicht geguckt habt, schaut die Folge Nummer 2. So, bla bla bla, schreibt er die ganzen Sachen. Was sehr interessant ist gleich auf seiner Waffe hat er nämlich etwas geschrieben, was gerade von Zionisten und Pro-Israel-Leuten gerne benutzt wird oder benutzt werden. Und zwar der Hass auf Juden. Und zwar hat er geschrieben, 6 million wasn't enough. Also damit bezieht er sich auf den Holocaust, dass 6 Millionen Juden nicht genug waren und es hätten ruhig mehr sterben müssen.
Was sehr interessant ist von diesem Ian Malcolm auf Twitter, was er geschrieben hat: Robin Westman, ein Transgender, hasste also Israel und die Juden, die LGBT-freundlichste Nation und das LGBT-freundlichste Volk der Welt, und aufgrund dieses Judenhasses tötet er Christen, deren Religion sich gegen den Völkermord durch Israel und die Transgender-Ideologie richtet. Und dann schreibt er: Israel must fall, like a phoenix we rise from the ashes. Also wie der Phönix aus der Asche. Hier haben wir das nochmal. The Times of Israel schreibt: Israel is the gayest country on earth. Study on third of Israels are bisexual. Israel becoming safe haven for pedophiles with laws that allow any Jews to legally return, activist claims. Also das war auch ganz kurz in den Nachrichten, und zwar hat Israel dafür geworben, wenn ihr jüdische Sexualstraftäter seid und in Amerika vielleicht eine Haftstrafe droht oder so, dann könnt ihr nach Israel kommen und ihr werdet nicht vor Gericht landen. Damit haben die geworben. Und viele Pädophile haben es gemacht. Also so freundlich ist das israelische Regime. Ich weiß nicht, ob ich es vorgelesen habe, aber er ist ja selber Jude, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist ja, laut der Talmud, ist das ja legitimiert, wenn man Goys, Gentiles, also Nicht-Juden, tötet. Und es steht auch in der Talmud, dass es sogar gut ist, wenn man Nicht-Juden tötet. Also Gott sieht das, rechnet das hoch an, wenn man Nicht-Juden tötet, ne? Weil Nicht-Juden werden mit Tieren wie Hunden verglichen. So, und deswegen muss man halt auch nochmal betrachten, dass wenn er als Jude ein Judenhasser ist, warum gehst du dann an eine katholische Kirche und tötest christliche Kinder? Hä? Macht keinen Sinn, oder? Dass dieser Mann, Frau so schlau ist. Der ist so schlau gewesen. Und für seinen Hass gegen Israel tötet er katholische Kinder. Aha. Sehr interessant, ne? Wir können seine Familie sogar zum Geheimdienst zuordnen, weil das ist der Vater, James Westman. Und man schreibt über ihn: Der Vater des Minneapolis-Schützen Robert Westman, James Westman, arbeitete seit 30 Jahren bei Esri. Esri ist ein weltweit führender Anbieter von Software für geografische Informationssysteme, GIS. Neben seiner Rolle in der kommerziellen Kartierung und Analyse unterhält Esri langjährige Verträge mit US-Geheimdiensten und Verteidigungsbehörden, darunter der CIA und dem US-Verteidigungsministerium. Hier können wir auch nochmal Vergleiche ziehen, dass die Mesh-Shooter meistens auch immer eine Identitätskrise erleidet haben. Hier sehen wir: Aberdeen-Shooter war trans, Nashville-Shooter war trans, Denver-Shooter war trans, Colorado Springs-Shooter war non-binary, aka trans. So, und was jetzt diese Transhumanismus, also was jetzt diese Trans-Geschichte mit dem Judentum auch nochmal zu tun hat, will ich euch jetzt hier zeigen. Transgenderismus ist tief im jüdischen Talmud verwurzelt. Auf die bezieht man sich genauso wie auf die Tora. Und laut der Talmud haben wir hier 8 verschiedene Geschlechter. 8 verschiedene. Wir haben einmal den Mann, Zachar. Wir haben die Frau, Nekeva. Wir haben Androgismus, das bedeutet having both male and female characteristics, also Mann und Frau. Tumtum, müsste dann pansexuell sein oder asexuell, wo man dann überhaupt nicht auf sexuelle Dings steht. Und dass der Transgender Movement zionistischen Background hat, das weiß man auch. Hier, the first transgender clinic known as the Institut für Sexualwissenschaft was opened in Berlin, Germany in 1919. It was founded by a Magnus Hirschfeld, a Jewish physician and activist who pioneered research on sexuality and gender identity. Das hat man versucht 1990 in Deutschland breit zu machen. Mit den ganzen anderen Scheiß, was genauso in Deutschland gewesen ist, auch mit diesen ganzen Trannies und Gays und bla 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 bla. So, und Hitler hat das gestoppt. Ich rede Hitler nicht gut, aber Hitler hat das gestoppt. Was jetzt gerade in Amerika los ist und was überall auf der Welt los ist und was mehr Krisen verursacht als alles andere gerade, wo 5000 Jahre, 6000 Jahre hat man sich nicht gefragt, ob man Mann ist oder Frau ist, weil das war klar, und auf einmal wissen die Leute nicht mehr, was sie sind.
und identifizieren sich mit was weiß ich, mit Bilderrahmen oder so. Und dann kommen irgendwelche Drag Queens und irgendwelche kaputten Leute kommen dann in die Kitas und erklären den Leuten, warum die 8 verschiedene Geschlechter sind oder warum die sich als Mann identifizieren, aber als Frau Kleider tragen und dies, das, jenes. Wisst ihr, was ich meine? Und was verursacht das dann beim Kind? Chaos. Und was sagen die Freimaurer? Aus Chaos machen wir Ordnung. Passt das nicht? Alles auf der Welt, was gerade passiert, ist doch nur Chaos. Das soll den Menschen nicht nur physikalisch, sondern auch spirituell in Inbalance bringen. Und sobald wir in Inbalance geraten mit unseren eigenen Körpern, mit unseren eigenen Weltanschauungen, was gerade passiert, dann hat der Teufel die Möglichkeit, uns zu korrumpieren. Und das passiert gerade überall. Und ich sag euch noch, warum ich der festen Meinung bin, dass das so ist. Dafür müssen wir die Bibel lesen, und zwar Markus 5, glaube ich, ist das. Weil das erklärt auch, warum die diese Pronomen benutzen, okay? Markus 5, Jesus befreit einen Mann, der von Dämonen beherrscht wird. Du böser Geist, gib diesen Menschen frei. Jesus fragte ihn, wie heißt du? Und er antwortete, ich heiße Legion, denn wir sind viele. Und in New Living Translation heißt das, what is your name? And he replied, my name is Legion, because there are many of us inside this man. Also wie Schizophrenie. So, und was wir hier haben mit dieser Trans-Movement, wie nennen die sich denn? Die sagen ja nicht he, das S muss mit, was sagen die da? They, them. Das passiert mit dieser Tranny-Bewegung. Das beziehe ich nicht auf alle. Aber es gibt locker welche darunter, dass das einfach ein psychischer Schaden ist. Und die Bibel redet darüber. Wisst ihr, was ich meine? So, und diese Zionisten wollen das auch noch überall in jedem Land, dass jedes Land korrumpiert wird. Wir haben ja nicht nur ein Problem, wir haben ja so viele Probleme und die wollen alles korrumpieren. Nicht nur die Korruption der Regierungen, die Korruption deiner Spiritualität, sondern auch die Korruption unserer Kinder, die Korruption unseres Denkens, die Korruption unserer Geschichte, die ganze menschliche Korruption soll dahin gebracht werden, dass die alles legitimieren und dass diejenigen sind, die diese Welt so aufbauen, nach ihren Ermessen, wie sie es gerne hätten. Weißt du, was ich meine? Überall sind Trannies, überall sind so Cyberpunk-Leute, die nicht wissen, was sie identifizieren. Für Pädophile machen wir eine Hüpfburg, da können die alle Kinder bumsen und was weiß ich. Das ist das, was wir aus diesen Nachrichten mitbekommen. Die bauen solche Kinder, die machen solche Kinder so kaputt, dass diese Kinder irgendwann zu der Entscheidung kommen, andere Kinder das Leben zu nehmen. Weißt du, was ich meine? Und wir bezahlen diese ganzen Bastarde. Wir finanzieren diese ganzen Bastarde auch noch. Das ist doch das Problem. Amerika mit AIPAC, die Saudis mit den ganzen ZIO-Saudis. Weißt du, was ich meine? Jeder finanziert diese scheiß Ideologie von denen. Tut euch was Gutes. Und nimmt diese ganzen Propagandascheiß nicht an. Punkt. Sei kritisch, Folge Nummer 8, passt auf euch auf.